Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Kardanwelle. Wurde die repariert? Wie hat es funktioniert? Wie sieht es am Ende aus? Passt das alles? Das schauen wir uns in diesem Video an. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, die Kardanwelle, das habt ihr ja in einem der Videos gesehen. Kann ich euch da oben verlinken. Die hatte ja auf der einen Seite Spiel und auf der anderen Seite war sie mit Rastungen. Und das konnte man natürlich so nicht lassen. Die Schiebeverzahnungen waren alle, also die Schiebeverzahnung war in Ordnung und die Verzahnungen an den Aufnahmen im Getriebe und im Endantrieb sind auch tipptopp. Also 70.000 Kilometer, wie bereits erwähnt, und diese Sachen sind an der Welle alle noch in Ordnung. Jetzt habe ich die Welle weggebracht zu der Firma Fernreise Spezialteile. Das ist ganz in der Nähe hier bei uns und er hat diese Welle mit neuen Kreuzgelenken versehen und hat das so weit überarbeitet, dass das alles wieder perfekt passt. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen. So, wir schauen uns das mal von Nahem an. So ist das gemacht. So, und wenn wir da reingucken, dann sehen wir, dass da innen drin der Einsatz für die Schmiernippel drin ist. Beziehungsweise hier ist jetzt eine Madenschraube drin, die man rausdreht und man dann so einen kleinen Schmiernippel hier einsetzt. Und dann kann man hier mit der Fettpresse wunderbar rein und kann hier dieses Kreuzgelenk neu schmieren. Was ist genau gemacht worden? Als allererstes sind mal die alten Kreuzgelenke entfernt worden. Das heißt, diese Verschränkungen hier im oberen Bereich, die wurden entfernt, ausgefräst, dass es wieder ein gerader Kanal gibt in diesen Teilen, in diesen Gelenkteilen hier. Und dann wurde hier oben eine Art Scheibe aufgesetzt. Die wurde dann später verschliffen und dies hier und hier an allen Seiten, also pro Lagerstelle im Prinzip verschweißt. Das Ganze ist dann hier abgerundet worden, dass das nicht so sehr aufträgt und keine Kanten hat. Wie wurde jetzt dieses Lager hier vermittelt? Ich muss dazu sagen, ich war natürlich nicht dabei bei der Arbeit, aber hier ist es so, dass hier jetzt natürlich ein Sägering drin ist, den man entfernen kann. Das hier in der Mitte ist die Nadelhülse im Prinzip, das Lager vom Kreuzgelenk. Und das ist hier ausdistanziert mit einer großen Passscheibe. Ich blende euch mal da ein Bild ein. Mit einer dicken Passscheibe und oben drüber eine ganz dünne Passscheibe. Und das ist auf allen 4 Seiten bei jedem Gelenk genau gleich so gemacht. Und am Ende ist es dann so, dass dieses Kreuzgelenk genau mittig, also wenn man das hier sieht, also das Kreuzgelenk muss zwischen der Seite und natürlich auch zwischen der und der gegenüberliegenden Seite exakt vermittelt sein, dass das Ganze auch rund läuft. Die Welle ist jetzt abgeschmiert, also die hatte Andreas schon abgeschmiert, muss ich also nichts mehr machen. Deswegen ist hier diese Madenschraube drin und die ist eingeklebt mit einer Loctite 572, das ist eine Schraubendichtung, eine Gewindedichtung, mittelfest, weiß. So kann die sich nicht rausdrehen, man bekommt sie aber ohne weiteres wieder auf, wenn man sie aufmachen muss. Und das ist natürlich auch auf der anderen Seite gemacht worden, ganz klar. Also ich finde, das ist sehr, sehr ordentlich gemacht worden. Auch auf der anderen Seite haben wir natürlich hier den Schmiernippel drin, in dem Kreuzgelenk. Und hier zwischen sieht man also die Dichtungen, die hier die Kreuzgelenke zum Gelenkkörper abdichten und das Fett da so weit drin behalten. Und dann haben wir hier, sehen wir, ohne zu haken, in alle Richtungen sauber zu bewegen. Gleiches
auf der anderen Seite. Das fühlt sich also ganz, ganz anders an, wie das vorher war. Das sind also Welten. Ist ja aber auch klar, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Der Sprengring, der hier innen drin ist, der ist geblieben. Der ist in Ordnung. Die Verzahnung, das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Ich hatte ja für dieses Video angekündigt, dass wir auch darüber sprechen, wie wird die Welle eigentlich eingebaut. Weil man das im Video später, wenn ich das alles wieder zusammenbaue, kann man das nur schlecht sehen, weil man hat den Hinterradantrieb in der Hand. Dieser Teil steckt im Hinterradgehäuse, also im Hinterradantriebsgehäuse. Der Teil hier steckt im Kardantunnel sozusagen, also in der Schwinge und guckt hier hinten natürlich nicht extrem weit raus. Insofern ist es so, dass ich das jetzt hier im Trockenversuch zeige, wie sie zusammengebaut wird, damit man das letztendlich sieht. Und richtig sieht vor allen Dingen. Ich habe mir hier mal so ein Lineal zur Hilfe genommen. An der Gelenkwelle ist es ja so, dass wir hier ein festes Teil haben, ne, mit der Welle verbunden. Diese zwei Augen, das und das Gegenüberliegende. Dann haben wir hier die Schiebeverzahnung drin und wir haben hier das gleiche nochmal auf dem Teil, der in den Hinterradantrieb reingeht. Auch jeweils hier oben ein Auge und unten ein Gelenkauge. Und jetzt ist es aber so, dass man diese Welle, also speziell diese Welle, von der normalen GS oder von dem normalen anderen RT, R, was auch immer, die kann man zusammenbauen, wie man will eigentlich. Damit ist gemeint, dass man die Verzahnung an der Schiebeverzahnung an x-beliebiger Stelle zusammenschieben kann. Hier oben ist das egal, also in der Aufnahme im Hinterradantrieb oder im Getriebe, da ist egal, welche Position wir da wählen. Die kann man da einfach aufstecken. Wichtig ist nur, dass letztendlich diese Augen von diesem Gelenkteil und diese Augen von der Welle in einer Flucht stehen, dass die genau so eingebaut sind. Wir könnten jetzt, oder ich könnte jetzt dieses Teil aus der Schiebeverzahnung rausziehen und könnte das einfach verdrehen. Ich nehme das hier raus, stecke das so rum rein. Geht auch, ist kein Problem. Aber, dann haben wir halt tatsächlich das Problem, dass wir eigentlich, wenn ich hier die Mitte nehme, ja, also ich zeige das mal, mit zwei Händen ein bisschen schwierig zu zeigen. Wenn ich hier also die Mitte nehme von dem Lager, und da kommt es nicht darauf an, diese Mitte, sondern die Flucht im Prinzip. Die Flucht der Augen ist entscheidend. Und dann ist die gegeneinander verdreht. Und wenn die nun sich dreht und gleichzeitig einfedert, dann stehen eben halt immer diese beiden Gelenke gegenüber, schief gegenüber. Und so hätte man da eine höhere Belastung auf diesen Gelenken. Und so ist es eben so angedacht, dass man die Welle letztendlich so einbaut, wenn sie auf dem Tisch liegt, dass diese beiden Punkte hier eine Flucht bilden. Das ist nicht exakt 100% so, aber wenn ich sie jetzt rausziehe und drehe sie nur eine Verzahnung rum, dann sieht man schon genau den Unterschied. Ja. Bei der Adventure-Welle zum Beispiel, die etwas anders gemacht ist, die im Übrigen auch in die normalen GS passt, aber die passt eben nicht bei der Adventure, weil die Adventure hat hier vom Knickradius ein bisschen mehr Freiheit, die hat etwas mehr Federweg, die hat hier eben etwas mehr Freiheit, ehe sie anschlägt, ja, beim Einfedern. Und bei der GS ist das so gelöst, dass hier im Prinzip zwei solche Zähne einen bilden. Und in dem Rohr hier innen drin ist dann eben die Nut doppelt so breit. Das heißt, wenn ich bei der GS das rausziehe, sehen hier nicht alle Zähne gleich aus. Und dann habe ich eine bestimmte Position, in die ich die reinbekomme und das geht gar nicht anders. Ich kann also keine andere Position wählen. Wie kriegen wir das hin? Ich habe das letztendlich jetzt so gelöst, dass ich mir hier, das habt ihr gesehen, das nochmal scharf, dass ich mir hier einen roten Punkt drauf gemacht habe. Und zwar den roten Punkt
an der Stelle, an der eine Nut ist, also in der Verzahnung. Den roten Punkt habe ich an einem Zahn gemacht. Das heißt, wenn ich später die Welle im Kardantunnel drin habe und eigentlich nicht mehr viel von der Welle sehe, dann muss ich nur gucken, dass ich diesen roten Punkt habe und weiß, dass die Nut, dass der Zahn, dieser hier beim roten Punkt, genau dahin muss. Ja, so. Und dann kann ich die zusammenschieben. Und dann ist es so, dass diese beiden Punkte fluchten. Das ist wichtig, da müsst ihr beim Einbau genau drauf achten. Was ist noch wichtig? Die Schmierung ist wichtig. Obwohl eigentlich bei diesen Wellen BMW hier eine Beschichtung aufgetragen hat. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hier gibt es einen farblichen Unterschied. Das heißt, diese Welle, dieser Zapfen hier, die Schiebeverzahnung ist beschichtet. Und die Beschichtung ist auch in dem Fall hier noch in Ordnung. Muss allerdings diese Verzahnung geschmiert werden. Mit was ihr das schmiert, das ist Staburax. Das ist im Prinzip so weißes Fett, wie ihr hier seht. Das ist ein Langzeitschmiermittel. Und damit wird letztendlich diese Verzahnung hier mit dem Pinselchen einfach eingestrichen, so dass sie gut bedeckt ist und dass keine freien Stellen mehr sind. Und dann kann man das schon vorher ein bisschen rein und raus bewegen, dass sich das überall gut verteilt, mit ein bisschen Druck rechts und links, und dann ist das wunderbar. Und Gleiches macht man im Prinzip hier. Genau die gleiche Verzahnung, nur eben, dass es hier keine Schiebeverzahnung gibt. Also da kann man entweder hier drin einstreichen, das ist ja die Hinterradantriebsseite, entweder hier drin einstreichen oder den Zapfen vom Hinterradantrieb. Und hier genau dasselbe. Letztendlich kann man auch bis zum Ring, den Ring ebenfalls und eben die Verzahnung einzeln ordentlich einstreichen. Und dann ist das Ganze wunderbar geschmiert. Ansonsten, wenn das gemacht ist und ihr diese Welle auch zum Andreas bringt oder schickt, dann bekommt ihr das so genauso zurück. Und dann kann man hier natürlich hingehen und kann das Ganze noch ein bisschen vor Korrosion hier schützen. Entweder geht man hin und lackiert es ein bisschen mit einem normalen Lack, also aus der Sprühdose. Man kann das auch mit einem Pinsel machen natürlich, mit so einem Metallschutzlack, der keine Grundierung braucht. Oder man sprüht es ein mit irgendeiner Wachsbeschichtung, dass das eben ein bisschen vor Korrosion hier geschützt ist. Das ist eigentlich alles. Ansonsten, ihr habt gesehen, die Welle war da drin, 70.000 Kilometer. Das Ganze war zwar schon mal offen gewesen, aber wir haben hier keinerlei Rost, gar nichts. Ja. Auf diesen Flächen, gut, die sind natürlich auch beschichtet. Naja, es entsteht schon Kondenswasser durch thermische Unterschiede, also warm, kalt. Dann könnte es schon sein, dass hier ein Rostansatz kommt, um das zu vermeiden, eben das Ganze ein bisschen beschichten. Wie ihr das letztendlich macht, das ist euch selbst überlassen. Das passt dann schon. Mein Fazit zu dieser Geschichte. Ich war ja kurz bevor ich das hier beim Andreas habe machen lassen, bei der Firma Ort in Ludwigshafen. Die machen das auch. Die machen das allerdings nicht so toll mit diesen Sägeringen, mit der Distanzierung. Die haben keine abschmierbaren Gelenke. Die nehmen also ganz normale Standardgelenke. Das funktioniert natürlich auch, ist zwar teurer wie das hier, aber ich denke mir doch, wenn man diese Arbeit schon machen lässt, dann kann man doch das Bestmögliche rausholen. Und deswegen habe ich mich da entschieden für den Andreas, weil das einfach für mich eine wirklich, wie soll ich sagen, das ist eigentlich eine Top-Arbeit. Da gibt es überhaupt nichts rumzumäkeln. Also das ist sehr, sehr gut gemacht hier außenrum. Ich habe das abschmierbare Gelenk da drin. Ich kann in der Zukunft mir beim Andreas das passende Kreuzgelenk kaufen, kann das selber rausmachen und wieder reinmachen. Und es ist überhaupt gar kein Problem. Wunderbar. Also mein Fazit für diese Arbeit ist wirklich top. Daumen nach oben. Das war erstmal die Kardanwelle nach der Reparatur. Weiter geht es natürlich. Kupplung, alles wieder zusammenbauen und einstellen und. Das kommt in den nächsten Videos in der nächsten Zeit. In jedem Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.